Jahr, dass wir hier spielen dürfen. Ja, es ist nicht jedes Jahr garantiert, dass wir in der ERL spielen können. Und ich hoffe für die Jungs auch, es ist eine besondere Wochenende, weil es ist nur klar die erste Runde, aber für uns 2 international Spiele, dass viele Spieler nicht diese Möglichkeit vorher hatten. Und ich glaube auch für die Mannschaft, für die Bundesliga-Saison, diese Wochenende ist sehr wichtig. Und ja, wir freuen uns jedes Mal, dass wir in Barcelona sind, meine Lieblingsstadt. Wird ja eh zusammengeschnitten, ne? Ist ja nicht live, oder? Ja. Weißt du, was der Dirk macht? Die ERL war früher für uns so das Event überhaupt und das war ja, wir waren zum ersten Mal als Club und als Mannschaft da vertreten. Für uns war das einfach Erfahrung sammeln und zu schauen, wie weit kommen wir eigentlich. Wir brauchen das als eine Mannschaft. Wir müssen mehr Erfahrung sammeln. Weil momentan, es klappt nicht immer mit dieser Halbfinale in der Bundesliga oder Viertelfinale in der EHL. Ja, für mich ist einer der wichtigsten Wettbewerbe auf jeden Fall, die wir haben. Ich glaube, neben den deutschen Endrunden sind immer diese ERL-Erfahrungen, diese ERL-Events wirklich die größten Sachen. Wenn ich jetzt zurückblicke an Rotterdam oder auch da in Eindhoven, war schon eine coole Erfahrung. Mittlerweile ist man ja selber in so einer Führungsposition angekommen und will jetzt nicht einfach nur noch die Erfahrung oder es ist schön, einfach dabei gewesen zu sein. Man will einfach weiterkommen und so weit wie möglich und wenn es geht, natürlich auch in die Final Four zu kommen, ja. Hasta, el Gonzo ist hier. Gonzalo Pay, yeah! Gonzalo Pay, yeah! Klar, Sunny Boy. Sunny Boy am Schwimmbad. Esquina! Oye, Javi, bien. ¿Necesitas? It's gonna be a bit of pressure on everyone, but I think it's a nice pressure. Like we have to play this kind of game where we have to win 100%. Maybe the last year when we were in those situations where we should have won, we couldn't because we didn't have the experience. I think this year we have more experience in the team and we can control those momentums better. Elektrostal kenne ich nicht so sehr, aber die haben letztes Jahr gegen Mülheim ja ein ziemlich knappes Spiel gehabt und hätten die fast rausgehauen. Von daher denke ich nicht, dass wir die unterschätzen werden. Und ja, mit Wimbledon haben wir auf jeden Fall eine gallige englische Mannschaft da gegenüber, die sich in alles reinwerfen werden und aber auch über eine individuelle Qualität verfügen, mit Phil Roper da im Mittelfeld unter anderem. Da erwarte ich schon ein enges Spiel, das werden keine einfachen Partien, aber ja, wir sind trotzdem zuversichtlich, dass wir die Gruppe als Erster abschließen und uns qualifizieren. Also es wird auch sehr schwer am Samstag erstmal und dann nach Samstag Wimbledon auch schwierige Angelegenheit. Ich glaube, wir haben mit den Lostöpfen haben wir gleich schon die beiden schwersten da gekriegt aus Lostöpf 2 und 3, aber im Endeffekt auch eine gute Challenge da, um die zu nutzen. Und gegen Wimbledon haben wir eigentlich noch eine Rechnung offen, finde ich. Also ich glaube, die Jungs sind da echt hoch motiviert, um es einfach besser zu machen, wie vor 1,5 Jahren. Und ich glaube echt, wenn wir unser Hockey spielen, dann können wir beide Mannschaften schlagen. Es war eigentlich alles nicht so geplant damals. Ich wollte eigentlich mal einfach nur testen. Also ich habe ja den Wiederholungspenalty gehabt, weil der erste irgendwie runde Seite war vom Goalie. Und da musste ich mir was Neues einfallen lassen. Da habe ich gedacht, ich wische einfach mal um drüber, mal gucken, wie der so reagiert, weil er ja schon recht aggressiv war. Und dann auf einmal slidet er da raus und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich mal versuchen, um drüber zu happen. Und ja, ich bin froh, dass er nicht in den Schienen gelandet ist, sonst hätte es auch ziemlich blöd aussehen können. Aber so, ja, glaube ich, ist er dann ganz gut gelungen. Knockout-Spiel. Wenn wir verlieren, wir sind fast weg. Ja? Du verlierst gegen Electrostar, du hast keine Chance. Fast, wenn Wimbledon am Samstag gewinnen, dann müssen wir, keine Ahnung, bei 2 gewinnen. Schwierige Aufgabe für uns. Aber wenn wir wollen dabei sein, wenn wir wollen eine top-europäische Mannschaft sein, dann müssen wir beide Mannschaften schlagen. Also wir hatten in Barcelona jetzt schon 2 Vorbereitungen, bei denen ich dabei war. Und es macht immer wieder sehr viel Spaß. Der Platz ist sehr schön, wenn man mal den Video hinter der Kamera hat. Der Platz ist gut.
Barcelona ist sehr, sehr schön. Mit Strand und so direkt vor der Haustür ist schon ein Flair, was man in Deutschland so nicht kriegt. Und das Wetter ist jetzt im Oktober immer noch überragend mit 25 Grad, also es könnte nicht besser sein hier.